kann ich in die Schweiz umziehen und mein Ehepartner hat zunächst noch in Deutschland einen Wohnsitz? Verursacht das steuerliche Probleme? Mit dieser Frage wollen wir uns einmal in diesem Video auseinandersetzen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir wollen hier in Kürze ein Seminar zum Thema Auswanderung in die Schweiz organisieren, wo wir dir alles erklären werden rund um das Thema Auswanderung in die Schweiz. Wir werden die steuerlichen Themen in der Schweiz behandeln, welche Kantone sind am günstigen, was sind so steuerliche Eigenarten in der Schweiz, wie zum Beispiel AHV etc. pp. Aber natürlich auch, was muss man beachten, wenn man als Deutscher hinzieht, zum Beispiel Wegzugsteuer, erweiterte beschränkte Steuerpflicht, die überdachende Besteuerung, die ja hier im Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und der Schweiz festgehalten ist. Dann würden wir uns auch noch mit ganz praktischen Aspekten in der Schweiz beschäftigen. Schule, Wohnungssuche, Immobilienkauf, Krankenversicherung, all diese Punkte. Ich habe an ein 3-tägiges Seminar gedacht. Wir würden hier in den ersten 2 Tagen uns mit all den Themen beschäftigen, die ich gerade eben genannt habe. Natürlich hätten wir hier auch einen unserer Schweizer Kollegen dabei, der dann mit mir zusammen hier das Seminar organisieren würde. Und am 3. Tag würden wir dann in kleiner Runde für die, die wollen, würden wir dann nochmal intensiv Workshop-mäßig deinen konkreten Fall durchgehen. Jeder Teilnehmer wird dann im Hot Seat sozusagen sitzen und wir besprechen deinen konkreten Fall, wie du ganz konkret deinen Umzug in die Schweiz gestalten kannst. Das wäre dann also gut für all jene, die hier schon Nägel mit Köpfen machen wollen. Es würde mich interessieren, ob du an einem solchen Seminar Interesse hast. Einen Link packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Dort gibt es ein einfaches Formular, wo du dein Interesse registrieren kannst, natürlich völlig unverbindlich. Das gibt mir und meinem Team die Möglichkeit, ein solches Seminar zu planen. Wir wollen einmal 2 Termine anvisieren, Ende Juli 2025 oder August 2025 und dann vielleicht etwas im Herbst 2025. Lass uns wissen, was dir besser passt und wenn du Interesse hast, daran teilzunehmen. Gut, nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Wir haben ja schon oft darüber gesprochen, was die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland auslöst. Und wir haben ja auch schon vielfach hier beschrieben, dass es im Grunde genommen aus deutscher Sicht höchst problematisch ist, wenn ein Ehepartner ins Ausland umzieht und ein Ehepartner in Deutschland bleibt, dann ist das Risiko extrem hoch, dass letztlich der ins Ausland umgezogene Ehepartner tatsächlich hier weiter in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig ist. Und warum ist das so? Natürlich ganz einfach. Wenn du eine Ehefrau oder einen Ehemann in Deutschland hast, dann ist natürlich anzunehmen, dass du die Wohnung deiner Ehepartnerin, deines Ehepartners mit nutzen kannst. Damit hast du de facto einen Wohnsitz in Deutschland, egal wie oft du dich in Deutschland aufhältst. Dann stehen vielleicht noch deine Sachen in der Wohnung drin und somit wird dann eigentlich klar, dass du hier wirklich einen Wohnsitz in Deutschland weiter hast. Steuerlich ändert sich dann überhaupt nichts. Du bleibst weiter unbeschränkt steuerpflichtig in Deutschland, hast aber möglicherweise Komplikationen, weil du im Ausland auch noch einen Wohnsitz auslöst. Im positiven Fall gibt es dann ein Doppelbesteuerungsabkommen, in dem geklärt wird, wo Steuern bezahlt werden, auf welche Einkünfte. Das macht es vielfach einfacher. Dieses entfaltet eine gewisse Schutzwirkung, aber es bleibt trotzdem relativ nervig und kompliziert. Wie gesagt, das ist natürlich nur die allgemeine Empfehlung, aber tatsächlich gibt es natürlich dann schon Fälle, wo man eine solche Situation nicht vermeiden kann. Und so war es eben auch bei einem Mandanten von uns. Da war die Gattin des Mandanten in Deutschland noch angestellt. Sie hatte hier noch 5 Jahre bis zur Rente. Sie konnte diesen Job nicht aufgeben. Es ist ein sehr interessanter, hochdotierter Job. Allerdings wollte das Paar langfristig in die Schweiz umziehen und Deutschland verlassen. Also mussten wir uns überlegen, was wir hier machen können. Gemeinsam mit unseren deutschen Kollegen sind wir dann auf folgende Lösung gekommen. Das Ehepaar zieht gemeinsam in die Schweiz um. Der deutsche Wohnsitz, den sie bisher gemeinsam genutzt haben als eheliche Wohnung, wird auf jeden Fall aufgelöst. Der Hausrat, die Möbel etc., all das kommt in die Schweiz. Dort hat man nun also eine gemeinsame eheliche Wohnung. Beide Ehepartner haben die B-Bewilligung in der Schweiz. So, die Ehefrau muss ja nun in Deutschland weiter arbeiten. Wie gesagt, sie konnte diese Arbeitsstelle nicht aufgeben. Also hat sie sich dann in Deutschland eine neue Wohnung gemietet, eine kleine Wohnung, eine neue Wohnung, die war möbliert. Da stehen nicht die Sachen des Ehemanns drin, da sind nur ihre Sachen drin.
Der Ehemann hat auch zu dieser Wohnung keinen Schlüssel, er steht auch nicht im Mietvertrag drin. Er ist auch nie in dieser Wohnung zu Besuch, wenn er in Deutschland ist. Diese Wohnung wird tatsächlich nur genutzt von Montag bis Freitag, wo sich eben die Dame hier im Ausland, also in Deutschland, befindet, um hier ihrer Arbeitsstelle nachzugehen. Am Wochenende kommt sie immer zurück in die Schweiz. Damit wird dann gezeigt, dass die Schweiz letztlich dann ihr Zuhause ist. Dort befindet sich die eheliche Wohnung. Da ist der sogenannte Lebensmittelpunkt, weil da eben auch der Ehepartner wohnt. Die Kinder dieses Paares sind übrigens schon erwachsen. So, und das war im Grunde genommen das Konzept. Und dieses Package hat man dann dem Finanzamt hier vorgelegt und hat hier um eine verbindliche Auskunft gebeten. Die verbindliche Auskunft hast du vielleicht schon davon gehört. Du kannst also beim Finanzamt tatsächlich hier anfragen und dir vom Finanzamt verbindlich bestätigen lassen, dass ein solches Vorhaben dann konform ist mit dem deutschen Steuerrecht und hier keine steuerlichen Probleme in Deutschland verursacht. Dummerweise gibt einem das Finanzamt nicht immer diese Auskunft. Man muss außerdem wissen, dass diese Auskunft kostenpflichtig ist und gerade bei Unternehmen kann sie ehrlich gesagt ziemlich teuer werden. Ja. Aber es ist eben letztlich der einzige Weg, um hier tatsächlich Rechtssicherheit zu erlangen. Das heißt, man sollte das in vielen Fällen tatsächlich versuchen, eine solche verbindliche Auskunft zu erlangen. Denn allein schon die Tatsache, dass man einen solchen Versuch macht, wird einem dann am Ende positiv ausgelegt, selbst wenn das Finanzamt hier sich weigert, eine Auskunft zu geben. Wie gesagt, das ist leider die Tatsache. Das Finanzamt sagt vielfach, jetzt mach mal. Und wir sagen dir dann hinterher, ob das Ganze in Ordnung ist oder nicht. Man muss zusätzlich hier natürlich auch noch wissen, dass es im Doppelbesteuerungsabkommen mit der Schweiz hier bestimmte Sonderregeln gibt. Das ist die überdachende Besteuerung. Die Schweiz ein rotes Tuch für die deutschen Finanzämter. Da ist man also besonders auf der Hut. Da gelten im Grunde noch strengere Regeln, muss man ganz klar sagen. Also hier muss man eben ganz besonders vorsichtig sein, damit eben hier letztlich man keine steuerlichen Negativwirkungen in Deutschland zu befürchten hat. Gut, also das alles war der Hintergrund. Wie gesagt, es wurde dann eine solche Anfrage an das Finanzamt vorbereitet und tatsächlich das Finanzamt hat dann eine verbindliche Auskunft erteilt und es hat grünes Licht gegeben. Also unter der Annahme, dass all diese Bedingungen so erfüllt werden, wie ich sie da gerade eben hier berichtet habe, wurde in diesem konkreten Fall entschieden vom Finanzamt, dass hier kein Wohnsitz in Deutschland vorliegt des in der Schweiz lebenden Ehepartners. Das war natürlich hier eine große Erleichterung, denn für den Ehepartner ergeben sich daraus natürlich viele steuerliche Vorteile, da er zum Beispiel auf Veräußerungserlöse dann in der Schweiz, auf Aktien etc. keine Steuern bezahlen muss. Wie gesagt, das ist ein Einzelfall. Hier kann man jetzt noch keine allgemeinen Regeln von ableiten, aber man kann zumindest sagen, dass es sich lohnt, wenn es tatsächlich wichtig ist, hier den Aufwand zu machen, eine verbindliche Anfrage ans Finanzamt zu stellen, das Ganze eben auch dann korrekt zu strukturieren. Aber du siehst natürlich schon, das Ganze ist relativ aufwendig. Ja, da muss man wirklich dann den Willen haben, das dann auch so zu tun. Ja, also von wegen sozusagen, wir behalten da mal einfach den deutschen Wohnsitz weiter, die eheliche Wohnung, wo wir gemeinsam drin gewohnt haben, da stehen auch die ganzen Sachen drin bei der Ehepartner und der Ehepartner ist am besten dann auch noch ständig in Deutschland hier und übernachtet letztlich in der deutschen Wohnung. Das sind alles Dinge, die nicht gehen. Man muss tatsächlich dann hier sich auch besonders anstrengen und das Ganze leben, denn wie gesagt, sonst wird das zu einem Bumerang und du hast am Ende in Deutschland steuerliche Probleme ohne Ende. Das Ganze hat jetzt letztlich nichts mit der Schweiz konkret zu tun, nur es ging eben in diesem Fall hier konkret um die Schweiz, aber in anderen Länderkonstellationen hätte das wahrscheinlich genauso funktioniert. Also wenn der Ehepartner nach Malta, Zypern oder Spanien umgezogen wäre, hätte das unter den gegebenen Bedingungen genauso geklappt. Auch hier ein wichtiger Punkt natürlich, das Doppelbesteuerungsabkommen, was wir gerade eben hier erwähnt haben mit der Schweiz, hat zwar seine Tücken aufgrund der überdachenden Besteuerung, aber es hat natürlich auch eine Schutzwirkung. Das ist ja ganz klar. Und daher muss man natürlich sagen, dass diese Konstellation in einem Land ohne DBA, zum Beispiel Vereinigte Arabische Emirate, Dubai, vermutlich so nicht funktioniert hätte. Aber wie gesagt, in diesem Fall hat das Finanzamt hier
dem zugestimmt und hat natürlich hier bei den Mandanten für enorme Erleichterung gesorgt. Wenn das Themen sind, die auch dich umtreiben, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen oder dich eben bei unserem Seminar Auswandern in die Schweiz begrüßen zu dürfen. Link zu beidem packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als uns genau mit solchen Themen zu beschäftigen. Ich selbst habe übrigens auch einige Jahre in der Schweiz gewohnt. Eine sehr positive Zeit, muss man sagen. Ich erzähle dir gerne meine Erfahrungen und meine Tipps in der Beratung oder auf dem Seminar. In diesem Sinne würde ich mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.